Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind heute seit langer Zeit mal wieder auf meinem geliebten Battlemage, ja, der jetzt mittlerweile Stufe 623 ist. Es dauert nicht mehr lange, ja, dann haben wir hier das Maximum erreicht, was das Gold Cap überall angeht. Dann geht nichts mehr drüber, dann sind wir komplett maxed out. 632 ist das Level dafür und ja, danach passiert nichts mehr auf dem Weg nach oben und es hat einen Grund, warum wir auf dem Battlemage heute sind, denn die Statistikseite für Shakes and Fidget und alle Accounts ist ja jetzt draußen und ich spiele ja den Battlemage nun seit Anbeginn der Zeit, quasi seit Serverstart von W27, wo die Klasse gelauncht worden ist, und ich würde behaupten, dass ich einen einigermaßen guten Battlemage jetzt über die Jahre aufgebaut habe. Mein zweitstärkster Account neben meinem Main, und deswegen hatte ich mal geschaut gehabt, wie ich so abschneide, weil man ja halt auch in den Statistiken alles nach Klassen sortieren kann, wie mein Battlemage denn so international, weltweit so dasteht, und es hat mich tatsächlich verblüfft. Ich bin gar nicht so bad unterwegs, wie ich gedacht hätte. Ja, also ich schneide auf jeden Fall besser ab, als ich mir das erhofft hätte. Und dazu gehen wir einfach mal in die Statistiken rein. Und das ist ja das Schöne, man kann halt wirklich alles sortieren nach Belieben, sag ich mal, ne? Und man fängt ja hier immer direkt an mit der Hauptrangliste, welche im Moment nach Level sortiert werden kann oder nach Hauptattribut, und das ist ja dann weltweit. Und dann kann man hier halt sich seine eigenen Welten aussuchen, wenn man will, ne? Und dementsprechend auch die Klassen auswählen. Wir wählen jetzt mal für alle Klassen für Battlemage, für die Battlemage-Klasse wählen wir mal auf allen Welten aus quasi, ne? Und gucken einfach mal, wie so die aktuelle, ja, Weltrangliste der Battlemages so aussieht. Und da stehe ich tatsächlich auf Platz 3 weltweit der höchsten Battlemages. Ja? Und das finde ich schon, muss ich sagen, das hat mir schon ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert, muss ich mal so sagen, auf dem Podest zu stehen hier und die Bronzemedaille abzustauben. Finde ich ganz cool, vor allen Dingen, weil ich jetzt ja nun keiner bin mit meinem Battlemage, der jetzt großartig auf XP grindet, sondern wirklich mehr auf Gold. Und ja, das fand ich ganz cool auf jeden Fall. Wir haben hier auch den Freedom, der hier auch in der gleichen Gilde spielt wie ich. Und dann haben wir hier The Dark Mage, ein Battlemage, der ja zum Start des Battlemages, wo der released worden ist, quasi eine Aufholjagd auf einem alten Server gemacht hat und dann natürlich mit deutlich besseren Bedingungen durchgestartet ist, als wir auf dem frisch gestarteten Server W27 damals. Und zusätzlich jemand, der natürlich wahrscheinlich auch auf XP geht und halt der höchste Battlemage im ganzen Spiel sein will, sei ihn auch gegönnt. Ja, wenn wir uns mal die Stats anschauen, dann haben wir hier doppelte 22k Werte, ne? Und wenn wir das jetzt mal mit mir vergleichen, dann habe ich hier ein bisschen mehr auf jeden Fall, auch 220.000, ne? Nicht 22. Und in Stärke bin ich da jetzt auch ein bisschen besser unterwegs als der Kollege Schnürschuh. Und ja, das finde ich ganz cool, ist ganz nice. Wenn wir das Ganze mal nach dem Hauptattribut ordnen, bin ich auch gar nicht so verkehrt unterwegs. Wie gesagt, mein Account ist jetzt ja nun fast bald auf 50-50 gespielt. Also ich bin hier jetzt nicht so Glass Cannon-mäßig unterwegs. Jetzt auch gerade, wo der Arkane Komet natürlich auch auf den Battlemage übertragen worden ist, da hat sich meine Spielweise auch nochmal geändert und ich bin halt temporär jetzt eher auf Ausdauer gegangen, weil halt eben der Arkane Komet mit dem Schaden des Lebens skaliert. Und das können wir uns auch mal angucken, das haben wir ja auch mal eine Zeit lang verfolgt. Und dort bin ich jetzt bei fast 380 Millionen Schaden gegen die tankigsten Klassen im Game, sag ich mal. Das ist schon auf jeden Fall eine Ansage, und das, ja, steigt auch noch weiter, so weiter man halt eben auch auf Ausdauer geht. Und da haben wir ganz guten Fortschritt gemacht jetzt, seitdem wir das letzte Mal da reingeschaut haben. Hat sich auf jeden Fall auch einiges getan. Deswegen bin ich jetzt, sag ich mal, hier nur in Anführungsstrichen auf Platz 8. Top 10 bin ich immer noch vollkommen zufrieden damit. Ne? Wenn man jetzt ein bisschen mehr auf das Hauptattribut gehen würde, dann wäre ich wahrscheinlich noch höher.
Aber ja, das habe ich jetzt halt eben nicht gemacht und da lege ich jetzt auch tatsächlich nicht so viel Wert drauf. Ich bin schon sehr zufrieden mit dem Level, was ich habe hier. Das ist schon echt sehr, sehr cool. Platz 3 weltweit. Und das wollte ich euch auf jeden Fall auch mal zeigen, dass ich da, ja, auch mit meinem zweithöchsten Account eigentlich echt zufrieden sein kann, so mit dem, was ich hier abgeschlossen habe. Und daraufhin würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Dungeons rein und gucken mal, ob wir hier heute irgendwas schlagen können. Ja. Wir profitieren ja sowieso jetzt davon, wenn wir noch ein bisschen schneller leveln und noch schneller die 632 erreichen, um noch mehr vom ja, Goldeinkommen zu profitieren. Gerade in der Goldgrube macht sich das natürlich bemerkbar. Das steigert sich noch. Wenn wir jetzt einfach mal auf meinen Main gucken, wir haben jetzt hier 27,4 Millionen mit 623. Warte mal, jetzt habe ich schon, Digga, ich hatte Zahl vergessen. 27,4. So, 27,4. Das war noch ein Twitch-Drop und hier haben wir 29,6. So, aber wie gesagt, das geht nur bis 632 und danach ja, steigt hier der Goldverdienst nicht mehr höher an. Aber das ist halt eben eine sehr essentiell wichtige Mechanik, die man auch ausnutzen sollte. Deswegen sollte man gucken, dass man so schnell wie möglich halt diese Stufe erreicht. Genau. Auch in den Statistiken, der Seraphim, der macht ja auch immer die Statistiken hier für seine Gilden, das ist auch immer sehr cool. Bin ich auch öfter jetzt schon in Folge auf Platz 1 gewesen von den Base-Stats her, die ich pro Monat gegaint habe. Was mich verwundert, weil ich hier auf dem Server tatsächlich nicht viel unternehme, um halt eben diese Leistung abzurufen. Also auf dem Server mache ich halt nur so mein Standard-Stuff. Deswegen, ich mache hier nicht mal Ehrenhallenkämpfe, um Beutegold taktikmäßig da vorne voran zu sein. Das mache ich auf meinen Main, weil da will ich das Maximum rausholen. Auf W27 mache ich das nicht. Deswegen umso mehr wundert es mich, dass ich halt hier ein paar Mal jetzt in Folge auf Platz 1 gewesen bin. Obwohl mein Spielstil wirklich sehr standardmäßig ist hier auf dem Server. Und nicht großartig ausgefallen. Aber freut mich natürlich, ja, dass wir da auch immer so ein bisschen auf jeden Fall aufschließen können zu den anderen Leuten. Und natürlich wird der Battle Mage auch noch weiter gegrindet. Mal gucken, wo wir da in Zukunft so stehen werden. Ja? Ich würde mir ganz doll wirklich noch neben dem Hauptattribut, würde ich mir ganz gerne einen Regler wünschen, wo man halt wirklich Haupt- und Nebenattribut, oder lass es alle Attribute, das ist ja scheißegal, aber hauptsächlich geht es ja um das Haupt- und Nebenattribut, weil den Rest skillt man ja nicht großartig, alles zusammenpackt und dann halt eben dadurch ein Ranking entsteht, weil das ist deutlich aussagekräftiger, als nur auf das Hauptattribut zu gehen, weil so werden halt wirklich nur die belohnt, die halt so Glass Cannon mäßig spielen und ja, das ist halt nicht sehr aussagekräftig für die Rangliste, sondern da sollte man wirklich Haupt- und Nebenattribut zusammenrechnen und nicht nur das Hauptattribut. Weil, wie gesagt, dadurch, dass ich und andere ja auch viele Klassen ja auch auf 50-50 gehen, so was die Skillung anbelangt, sind die halt eben dort nicht vertreten, obwohl die halt eben auch ziemlich starke Accounts haben und deswegen ist es für mich persönlich halt aussagekräftiger. Ich denke mal, dass das ein Großteil von euch wahrscheinlich auch so sehen wird. Ne? Ja, mal gucken. Das sieht ja schon mal ganz nett aus hier. Ne? Poseidon. Let's go. Mal gucken, was haben wir hier schönes. Oh, Bertram, aber auch hier gut einen reingesetzt tatsächlich. Ja, hat, glaube ich, auch das beste Equipment von den Begleitern hier, weil das ja auch Kriegersachen sind, glaube ich, soweit ich weiß. Und ja, mal gucken, was wir hier noch für einen Arkan-Kometen noch gegen Poseidon raushauen können. Aber meine Begleiter haben hier fast den im Alleingang gemacht. Zack! Ja, oh, gut Schaden nochmal reingehauen hier. Und da haben wir den Dungeon auch schon fertig. Mal gucken, wie es mit dem nächsten aussieht. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt hier noch eine Etage schaffen, weil der Battle Mage, so stark er auch ist und so konstant er auch im Schaden ist, die größte Schwäche ist halt sein PvE. Da reißt er nicht viel in den Dungeons. Da kannst du nicht viel mit dem großartig unternehmen. Das macht nicht wirklich Spaß, sag ich mal. Aber wenn einem die Klasse wirklich so an sich gefällt und man eine konstante Klasse im Late Game halt haben möchte, so, ne, kann ich den halt wirklich nur empfehlen. Ne? Also ja, wie gesagt, er macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es gibt, glaube ich, nicht sehr viele
die jetzt so, glaube ich, auch Videos oder Streams oder sowas machen, die einen ähnlich hohen Battlemage haben. Deswegen könnt ihr ja hier auf jeden Fall mal gucken, wenn ich mal hier und da mal ein Video zum Battlemage mache, ob euch der auch gefällt und der euch so im Late Game auch so ja, auch weiterhin gefällt oder so, wie ihr euch den vorgestellt habt halt. Ne? Ja, gegen Magier blockt er natürlich hier seinen Feuerball, beziehungsweise seinen Arkan-Kometen. Und ja, also wie gesagt, mir macht er auf jeden Fall nach wie vor Spaß, auch im Late Game. Ne? Oh, sehr nice. Alter, geil. Speerstunde. Ja, moine, Alter. Da haben wir hier tatsächlich noch den Dungeon gecleart. Hier live im Video. Das ist natürlich sehr cool. Achievement freigeschaltet. Sperrstunde, die Taverne der dunklen Doppelgänger in der Schattenwelt besiegen. Ja, nice, Alter. Guter Progress hier. Den gucken wir uns auch nochmal an. Den Kampf, der Vollständigkeitshalber. Lassen das mal hier so ein bisschen vorspulen. Ja, es freut mich. Freut mich. Sehr cool. 2 Late-Game-Dungeon-Gegner hier noch besiegt mit dem Battle Mage. Ziemlich geile Sache. Und wir holen natürlich auch ein bisschen auf jetzt, ne? Sind wir auch ein bisschen noch, ja, den Platz 2 auf jeden Fall auf den Fersen. Ne? Man weiß natürlich nicht, wie viele Leute in der Ehrenhalle, in der Rangliste, so, jetzt mal gucken, ich glaube so schnell, ich weiß gar nicht, wann die hier aktualisiert, warte mal, wir sind doch eben gerade Level Up gekommen, oder? Haben wir ein Level-Up gemacht? Ne, wir haben kein Level-Up gemacht, ne? Ne, wir waren schon 623. Ich wollte schon meinen, dass das hier so schnell aktualisiert, aber macht's nicht. Ja, ich weiß nicht, wann die Seite hier aktualisiert. Man weiß natürlich nicht, wie viele Leute hier noch sich Dungeons aufgespart haben, die sie irgendwann mal vielleicht noch nehmen möchten, um halt eben, ja, noch ja, höher zu kommen im Level. Das kann natürlich gut sein, weil wir haben hier schon einen guten Vorsprung, sag ich mal. Freedom, ich, und dann kommt erst jemand mit 618 und dann geht es halt weiter bergab so, ne? Kann natürlich sein, dass hier noch einige dabei sind, die noch ein paar Dungeons offen haben und ich nicht mehr irgendwann Platz 3 bin, ne? Kann alles sein, aber wir gucken einfach mal und lassen uns überraschen, aber den kann mir jetzt erstmal soweit keiner mehr nehmen, ja? Wir haben es live im Video. So, sehr schön. Okay, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Schöne kleine Folge hier vom Battle Mage auf W27. Nach wie vor immer noch eine Klasse, die ich sehr liebe und weiter auch aktiv spielen werde. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß zu sehen, wie sich der Schaden auch vom Arkan-Kometen erhöht, obwohl man auf Ausdauer geht. Ja, also ja, man geht auf Defense und pusht damit die Offense. So, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und hat auch keine andere Klasse, glaube ich, soweit, diese Mechanik. Deswegen ist er auf jeden Fall einzigartig. Okay, das war es soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.